Happy Sabbath. Fröhlichen Sabbat. Let's start with a silent word of prayer. Lass uns mit einem stillen Gebet anfangen. Amen. Amen. So welcome back again. Willkommen zurück. In our last class, in our last two classes, we talked about Walter Veit. In unseren letzten 2 Unterrichtsstunden haben wir über Walter Veit geredet. And I hope that in the 2 presentations I gave about him, Und ich hoffe, dass in den 2 Präsentationen, die ich über Walter Veit geredet habe, that the first class spoke about why people are so drawn into his message. und in der ersten Unterrichtsstunde habe ich ja darüber geredet, wieso dass Leute so sehr zu seiner Botschaft sich hingezogen fühlen. Why is his message so appealing to a human being? Wieso ist die Botschaft von Walter Veit so anziehend für einen Mensch? And I hope that in my second class, Und ich hoffe, dass in meiner zweiten Unterrichtsstunde I was able to address the worldview Walter Veit has. dass ich ansprechen konnte, was die Weltanschauung von Walter Veit ist. And what on a surface level looks really good at first, Und was auf eine oberflächliche Art und Weise sehr gut aussieht zuerst. what do I mean by that? Und was meine ich damit? I mean by that, for example, that he is professing himself to be very close to the Bible and Ellen White. Damit meine ich, dass er von sich sagt, dass er sehr nahe zu der Bibel und zu Ellen White steht und ja. And I hope that through that class, I was able to show that when you examine his worldview more closely, Und ich hoffe, dass ich euch aufzeigen konnte, dass wenn man die Weltanschauung von Walter Veit sich besser untersucht oder that you'll see anschaut, he is not so true to the Bible and Ellen White, dass er eigentlich nicht so treu gemäß Bibel und Ellen White ist and the principle they teach us, the und den principles, Prinzipien, die sie uns lehren, but rather that Walter Veit, and I said he is a symbol for a movement, aber das Walter Veit, und Walter Veit ist ja ein Symbol für eine Bewegung, is very close to apostate Protestantism. sehr nahe zum abgefallenen Protestantismus steht, but with an Adventist coating. aber mit einem adventistischen Hintergrund. But in order to recognize that, we need to dig a bit deeper than just the surface. Aber um dies anzuerkennen, müssen wir ein bisschen tiefer graben, als nur auf der Oberfläche. And I believe that Walter Veit is one of the voices of the wrong information stream in Adventism. Und ich glaube, dass Walter Veit eine der falschen Stimmen im Adventismus ist. So I hope these 2 classes were comprehensive enough. Ich hoffe, dass diese 2 Studien hilfreich waren oder gut zusammengefasst. They were covering the subject of Walter Veit. Und dass sie das Thema von Walter Veit gut abgedeckt haben. Answering the question I received about Walter Veit. Und auch die Fragen beantwortet hat, die ich bekommen habe zum Thema Walter Veit. And now I would like to come back to our original study. Jetzt möchte ich gerne zurückkommen zu unseren ursprünglichen Studien. So if you remember, it's been a while. What was our original study?
Wenn ihr euch daran erinnert, was war denn unser ursprüngliches Studium? Does anyone remember? Erinnert sich jemand daran? Perfect, Thomas. So Perfekt, Thomas. Thomas has stated the judgment of the living. Also Thomas hat gesagt, das Gericht an den Lebenden. And with that, we were talking about vow 21 and vow 24. Und damit haben wir das Taufgelübde 21 und 24 angesprochen. What we've covered was vow 21. Was wir uns angeschaut hatten, war Gelübde Nummer 21. And in vow 21, we see our understanding of the judgment. Und in Gelübde 21 sehen wir unser Verständnis vom Gericht. So we see that the judgment consists out of two parts. Und wir sehen, dass das Gericht aus 2 Teilen besteht. The judgment of the dead and then the judgment of the living. Das Gericht an den Toten und dann das Gericht an den Lebenden. So the judgment of the dead is a foundational Adventist understanding. Das Gericht an den Lebenden ist ein grundlegendes adventistisches Verständnis. We reviewed that understanding. Und wir haben dieses Verständnis nochmal angeschaut oder wiederholt. And I gave also white scriptures where you can go back and read her explanation. Und ich habe auch nochmal Wahlzitate gegeben, wo man zurückgehen kann und ihre Erklärung anschauen kann. So the last bullet point of vow 21. Der letzte Punkt von Gelübde Nummer 21. It speaks about the judgment of the living. Spricht über das Gericht an den Lebenden. And this is where you find a lot of controversy. Und dort findet man sehr viel Gegenwind oder because this bullet point is unique to this movement. Denn dieser Punkt ist ganz einzigartig. It's not something mainstream Adventism believes in. Es ist nicht etwas, wo der Mainstream-Adventismus daran glaubt. So in our vow, we've written that the judgment of the living starts in 2001. In unserem Gelübde haben wir geschrieben, dass das Gericht an den Lebenden 2001 beginnt. But in the studies we took, aber in den Studien, die wir uns angeschaut haben, and I know it's already been a while, und ich weiß, dass es schon eine Weile her ist, we have talked about the judgment of the living. Haben wir über das Gericht an den Lebenden geredet. And what we came to understand, und was wir verstanden haben, was, so we have vow 21. Also wir haben Gelübde Nummer 21. And we have the judgment of the living. Und wir haben das Gericht an den Lebenden. In 2001. 2001. And we understood that in 2001, we see that the record starts to be taken. Und wir haben gesehen, dass da angefangen wird, die Sachen aufzuschreiben. We could also say that the testing is starting. Wir könnten auch sagen, dass da die Testphase beginnt. And that it's at the Sunday law. Und dass es am Sonntagsgesetz ist. Which we saw was 2014. Wo wir gesehen haben, dass das 2014 ist. Is where the books are open. Der Punkt ist, wo die Bücher geöffnet werden. So that is an understanding we gained from vow 21 while we went through those studies we went through. Sorry. Das ist unser Verständnis, das wir haben von den Gelübden, die wir uns angeschaut haben. So, the vows were written quite a while ago, before the Midnight Cry message.
Die Taufgelübden wurden geschrieben vor der Mitternachtsbotschaft. And we have placed a lot of prophetic events here at 9/11. Und wir haben sehr viele wichtige Ereignisse am 11. September platziert, 2001. But with our progressive understanding, Aber mit unserem fortschreitenden Verständnis, our increasing perfection on how to use methodology, und unserer zunehmenden Verbesserung, wie wir Methode verstehen sollen. some of the prophetic events we placed at 9/11, we understand better now. Da verstehen wir manche Ereignisse jetzt heute besser, die wir am 1. And the September judgment platziert of the haben. living was one of them. Und das Gericht an den Lebenden war eines davon. So 2014 is here a waymark. 2014 ist hier die Wegmarke. And here we see 9/11 and 2014 connected through the subject of the judgment of the living. Und wir sehen, wie die Wegmarke vom 11. September und 2014 miteinander verbunden sind durch das Thema vom Gericht an den Lebenden. Marks where the testing starts, the record taking. Der 11. September ist da, wo der Test beginnt oder angefangen wird, Aufzeichnungen And 2014, which is the Sunday law for the priests, is marking where the books would be opened. Und 2014 markiert dort, wo die Bücher angefangen geöffnet zu werden. Therefore, we could say the judgment of the living began in 2014. Somit könnten wir sagen, dass das Gericht an den Lebenden 2014 begonnen hat. And we can say that without destroying vow 21. Und wir können dies sagen, ohne das Gelübde Nummer 21 zu zerstören. Because we can tell of the journey this movement has taken in gaining a better understanding of those subjects. Denn wir können durch die Reise, durch die Bewegung durchgegangen ist, sagen, dass wir ein besseres Verständnis bekommen haben zu diesem Thema. So back then I did the promise that we'll cover vow 24 as well. Damals habe ich versprochen, dass wir ebenfalls Gelübde Nummer 24 uns anschauen werden. So when you look at vow 24, also wenn man sich Gelübde Nummer 24 anschaut, you could say it's the vow about what we believe about 9/11. Könnte man sagen, dass es das Gelübde ist, das darüber spricht, was wir über den 11. September glauben. So maybe today in this movement we are taking the date 2001 as a waymark for granted. Vielleicht nehmen wir das Datum vom 11. September heute in der Bewegung als ein Datum, das einfach sowieso existiert, also ist selbstverständlich. For us, it's normal. For us, it's normal. Für uns ist es normal, that 9/11 or 2001 is a prophetic waymark. Dass der 11. September oder 2001 eine prophetische Wegmarke ist. Just as we could say about 1989. Genauso wie wir es über 1989 sagen könnten. And since the Midnight Cry message, even dates like 2014, 19, 21 have become so normal for us. Und seit der Mitte und die Wegmarken 2014, 19, also 18, 19, 2021 wurden so normal für uns. But what we should not forget, aber was wir nicht vergessen sollten, is that every waymark has is bringing with it a big history. Dass jede Wegmarke eigentlich eine große Geschichte mit sich bringt. It was a lot of work
to prophetically understand why that waymark is a waymark on our line. Es war große prophetische Arbeit zu verstehen, wieso das der 11. September 2001 And eine when we go Wegmarke to auf Ellen unserer White's Linie ist. writings, Und wenn wir zu den Schriften von Ellen White gehen, she will tell us that we are to guard waymarks. dann wird sie uns sagen, dass wir sozusagen auf Wegmarken aufpassen müssen. So in other words, in my words, In anderen Worten oder in meinen Worten, we need to understand why we place waymarks on our lines. müssen wir verstehen, wieso dass wir Wegmarken auf unserer Linie platzieren. We should not just remember the date we mark, Wir sollten uns nicht nur an das Datum erinnern, das wir markieren, but we should remember the studies why we mark it. sondern auch die Studien zu den Wegmarken, wieso wir diese Wegmarken platzieren. And I guess especially when we come to the time where the message will draw Levites and Nethinims in, Und speziell, wenn wir zu einer Zeit kommen, wo die Botschaft die Leviten und Tempeldiener in die Botschaft bringen we wird, should explain to them why we mark certain dates and events. sollten wir ihnen erklären können, wieso dass wir gewisse Wegmarken und Daten markieren. And while today we are likely to understand 2014, 16, 19, 21 to some extent, Und auch wenn wir heute die Wegmarken 2014, 16, 18, 19 und 21 bis zu einem gewissen Grad verstehen, because these are dates, especially the midnight cry message is targeting, denn das sind Daten, die die Mitternachtsbotschaft spezifisch anspricht sozusagen. members might have forgotten how we actually come to the dates of 1989 or 9/11. Haben die Mitglieder vielleicht vergessen, wie wir zu den Daten von 1989 und dem 11. September gekommen sind? So I remember the times going to new Adventist groups Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich zu neuen adventistischen Gruppen gegangen bin. and I remember teaching them about reform lines. Und ich erinnere mich, wie ich ihnen über die Reformlinien gepredigt habe. And you're building up your story up to the point where you explain the last generation. Und du baust dir eine Geschichte sozusagen auf, bis du die Geschichte der letzten Generation And beginnst zu it was erzählen. always 9/11 was the critical point where people would see truth in what you say or not. Und der kritische Punkt war immer der 11. September, wo die Leute entweder darin Wahrheit oder Fehler gesehen haben. So I know that we're far beyond that, Ich weiß, dass wir viel weiter sind als das, but maybe you've recognized already in my teachings aber vielleicht habt ihr schon in meinen Lehren erkannt, that I like to sometimes remember the path we've taken. oder in meinen Unterrichtsstunden, dass ich es oftmals mag, euch daran zu erinnern, welchen Weg wir eingeschlagen haben in der So Vergangenheit. vow 24 is the vow about our understanding of 9/11. Also das Gelübde 24 geht um unser Verständnis zum 11. September. And it's important for us that we Und es ist understand wichtig für uns, why we placed originally 9/11 on our lines. dass wir verstehen, wieso dass wir ursprünglich den 11. September auf unserer Linie platziert haben. So we already know one subject we used to mark it 2001. Also wir kennen bereits ein Thema, das wir am 11. September markiert hätten. That was vow 21, the judgment of the living. Das war Gelübde Nummer 21, das Gericht an den Lebenden. So the judgment of the living we also find in vow 24. Das Gericht an den Lebenden finden wir ebenso in Gelübde Nummer But 24. you find also the mighty angel
Aber wir finden auch den mächtigen Engel of Revelation 18, von Offenbarung 18, the sealing, der Siegelung, die Versiegelung, the sprinkling of the latter rain, und das Tröpfeln des Spätregens and the third woe. und die dritte Wehe. So I will post this vow 24 quickly in the chat and then read it together Ich so werde we kurz have that Gelübde Nummer freshly in our 24 mind. in der Gruppe posten, damit wir dieses Gelübde wieder neu in unserem Kopf ist. Okay. You are there? Seid ihr da? So, vow 24, first bullet point. Also Gelübde Nummer 24, erster Punkt. Do you believe that on September 11, 2001, the mighty angel of Revelation 18 prophetically descended, thus marking the beginning of the judgment of the living and the sealing of the 144,000? Glaubst du, dass am 11. September 2001 der mächtige Engel von Offenbarung 18 im prophetischen Sinn herniedergekommen ist, was den Beginn des Gerichts an den Lebenden und die Versiegelung der 144.000 markiert? Do you believe that at the very same time, the latter rain began to sprinkle upon the priest of Adventism, calling them to purify the Lord's temple? Glaubst du, dass zur selben Zeit das Tröpfeln des Spätregens auf die Priester des Adventismus begann, die dazu gerufen sind, den Tempel des Herrn zu reinigen? Do you also believe that at the same time the third woe, as represented by radical Islam, arrived into history? Glaubst du auch, dass zur selben Zeit das dritte Wehe, welches den radikalen Islam darstellt, in die Geschichte kam? So that's vow 24. Also das ist Gelübde Nummer 24. It's about the subject of 9/11. Es geht um das Thema vom 11. September. So let me ask now, and I hope you'll answer. Lasst mich nun euch etwas fragen und ich hoffe, dass ihr auch antwortet. What do you think, which of these subjects came first? Was denkt ihr, welches dieser Themen kam denn zuerst? What do you think, what subject, what light did God give us first about 9/11? Welches Thema, denkst du, wurde uns zuerst gegeben über den 11. September? You can answer. Ihr könnt auch Give it a antworten. try. Versucht es einmal. Wasn't it third woe? So Monica says the third woe. Also Monika sagt die dritte Wehe. Radka, do you agree with Monica or do you want to pick a different subject? Radka, stimmst du mit Monika überein oder willst du ein anderes Thema aufgreifen? So Monica is picking the third woe. Also Monika wählt die dritte Wehe. Tamina, já vůbec nevím. Vůbec nevím. You can just pick one where you think. Ihr könnt einfach eins auswählen, eins, wo ihr denkt, dass es richtig ist. Protože si nemyslím, tak bych jenom hádala a nechci hádat, protože to by bylo jenom jako typování ve sportce a to mi přijde hloupý. It's only pick and choose. Okay, Thomas, what do you think?
Thomas, was denkst du? So Thomas says the latter rain. Also Thomas sagt der Spätregen, Peter Kovacic. Peter Kovacic, Já souhlasím s tím třetím veda. Okay, so we have a second one for the third row. also wir haben eine zweite Stimme für die dritte Wehe. Janka, Janka, does she want to say? möchte sie etwas sagen? No, já myslím taky, že to třetí běda. Oh, okay, perfect. And Okay, nochmal eine Deniska? Stimme für die dritte Wehe. Deniska, Třetí běda. third row. auch die dritte And- Wehe. Peter, Peter, if he's there, I don't know. wenn er da ist, ich weiß es nicht. Soud na divy mi říká. Okay, he says judgment of the living. Er sagt das Gericht an den Lebenden. So the majority was right. Also die Mehrheit hatte recht. It is the third row Es ist die dritte Wehe, which was understood first. welches zuerst verstanden worden ist. And I give you a simple reason why. Und ich gebe euch einen einfachen Grund What were dafür, we wieso. studying for a long, long time period in this movement Welches Thema haben wir für eine sehr lange Zeit in dieser Bewegung since studiert? 1989? Seit 1989. We were studying the reform lines. Wir haben die Reformlinien studiert. And with the reform lines, we were studying the lines of the Millerites. Und mit den Reformlinien haben wir die Linie der Milleriten And when we studiert. study the lines of the Millerites, Und wenn wir die Linien der Milleriten studieren, we come to a very important date. kommen wir zu einem sehr wichtigen So- Datum. What date am I speaking about? Und über welches Datum spreche ich hier? What date in the Millerite history is connected with Islam? Welches Datum in der Milleritengeschichte ist verbunden mit dem Islam? Radka. Radka? 1840. English? Englische Übersetzung bitte. 40. 1840. 1844? Very good. So it's Sehr gut. 1840. Es war 1840. 1840 is connected to Islam. 1840 ist verbunden mit dem Islam. And we knew, Und wir wussten, and we took Ellen White quotes to prove our point, und wir haben Zitate von Ellen White genommen, um unseren Punkt zu beweisen. back then we used arguments like the parable of the 10 virgins will be repeated by the very letter. Damals haben wir Gleichnisse benutzt, wie das Gleichnis der Jungfrauen wird benutzt, And- auch am Ende. And based upon reform lines, we knew Millerite history would repeat. Und grundlegend auf den Reformlinien wussten wir, dass die Milleritengeschichte sich wiederholen wird. And because Millerites, the line of the Millerites and the line of the 144,000 or the last generation is modern Israel, Und weil die Linie der Milleriten und der 144.000 oder der letzten Generation die Linie we understood that these two lines have a close connection. modernes Israel ist, verstehen wir, dass diese zwei Linien eine nahe Verbindung miteinander We haben. saw 1989 as Daniel 11 verse 40 part B, Wir sahen Daniel
Wir sahen den 11. September als Daniel. And then when we Tut mir parallel, leid. Und dann stehen wir gegenüber we saw that the second big waymark on the reform line und haben wir gesehen, dass die zweite große Wegmarke auf der Reformlinie was the empowerment. die Bekräftigung war. Yeah, and what it talks about when the fulfillment of the prophecy of Josiah lived, when the prophecy of Islam was fulfilled, Ein Weit spricht darüber, wenn die Prophezeiung von Josiah Licht erfüllt wird, the Millerite movement was, so to speak, empowered. dass die Milleritenbewegung bekräftigt werden wird. And we knew that the first big waymark after 1989 would empower this generation or the movement of that generation. Und wir wussten, dass die Wegmarke nach dem 1989 diese Generation wieder bekräftigen werden würde. And then we quickly came to understand that 9/11 would parallel 1840. Und dann haben wir schnell verstanden, dass 1840 parallel stehen würde zum 11. September. Because we would see on both waymarks, we would see Islam. Denn wir sehen an beiden Wegmarken, wie Islam ein Thema ist. And we would see that at 9/11, the third wall would be starting. Und wir werden sehen, dass am 11. September die dritte Wehe anfängt. So I'm not prepared to speak about the woes today. Ich bin nicht vorbereitet, heute über die Wehen zu sprechen. But as we start to continue to speak about 9/11, Aber wie wir weitergehen werden und über den 11. September sprechen werden, I want us to remember that through reform lines, möchte ich, dass wir erinnern, dass durch die Reformlinien and putting Millerite history over the history of the last generation, dass wir die Milleritengeschichte über die Geschichte der letzten Generation legen, we would see that 9/11 was an historic waymark. dass wir dadurch sehen würden, dass der 11. September eine historische One more thing, Wegmarke and then ist. I'll continue. Eine Sache noch und dann werde ich We know that weitermachen. here in this time period, Wir wissen, dass in dieser Zeitperiode William Miller would find a year-day principle. William Miller das Tag-Jahr-Prinzip gefunden hat. So in Bible prophecy, a day stands for a year. Und in der Bibelprophetie steht ein Jahr, ein Tag für ein Jahr. And Josiah Litch used that prophecy or that principle, excuse me, Und Josiah Licht hat dieses Prinzip benutzt, in order to calculate when the Ottoman Empire would fall. um zu kalkulieren, wann das Osmanische Reich fallen würde. And when this principle was proven to be correct, Und als das Prinzip sozusagen bewiesen wurde, dass es richtig ist, that's when when Ellen White speaks about the movement being empowered. das war der Punkt, wo er weit gesagt hat, dass die Bewegung bekräftigt werden wird. We could now try to understand what empowerment means. Wir könnten nun versuchen zu verstehen, was Bekräftigung bedeutet And what we understand today und was wir heute verstehen, is that empowerment means that people believe the message. ist, dass die Bekräftigung bedeutet, dass Leute die Botschaft glauben. If a message gets empowered, it means that people believe it. Wenn die Botschaft bekräftigt wird, dann bedeutet es, dass die Leute die Botschaft glauben. So, and then we would go to our line Dann würden wir zu unserer Linie gehen and we would say that in 1989, in that this early on dispensation,
we would find the principle line upon line. Und dass wir dann sagen würden, dass in der Dispensation von 1989 wir Linie auf Linie sehen. History repeats. Die Geschichte wiederholt sich. And we would have said back then, Und wir hätten damals gesagt, by 9/11, we see that principle, line upon line, history repeats, being confirmed. und wir würden sagen, dass am 11. September Linie auf Linie die Geschichte oder dieses Prinzip bestätigt werden würde. Because we see the parallel of 9/11 to 1840. Weil wir dieses Gegenüberstellen sehen von 1840 und dem 11. And it would September. prove how the pattern of a reform line again repeats in our time. Und das würde beweisen, dass dieses Muster der Prophetie sich And wiederholt therefore in would unserer give Zeit. credit or validation to our way of studying, line upon Und line. dass es dann auch bestätigt oder den Wert gibt, wie wir oder bestätigt, wie wir Linie auf Linie studieren. If you believe it or not, but this, what I've just said, is a huge step of faith for a mainstream Adventist believer. Ob ihr jetzt mir das glaubt oder nicht, aber das ist ein großer Schritt für ein Mainstream-Adventist. Adventist believer. Für einen Adventisten. So what I've just said or explained here, how we came to 9/11, Was ich jetzt gerade gesagt habe und wie wir zum 11. is September already a gekommen sind, huge step of faith ist bereits schon ein großer to Glaubensschritt someone who comes from mainstream Adventism. für jemanden, der vom Mainstream-Adventismus kommt. Why is that? Und wieso ist das so? Because here you're stepping out of a thus saith the Lord, Weil man hier aus einer Zone des So spricht der and Herr you're starting to think more complex und du beginnst mehr by komplex zu using denken, a parable methodology, indem ihr eine Gleichnismethode benutzt and line upon a line, und Linie auf Linie, believing in something which is not written in inspiration. und dass man in etwas glaubt, was nicht in der Inspiration And geschrieben that's why steht. it's so hard for people to believe in 9/11 and accept 9/11. Deswegen ist es so schwer für Menschen, den 11. September anzunehmen. So what I wanted to start to think about, that Was ich wollte, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, ist das Folgende. is this point here, the sprinkling of the latter rain. Und zwar das Tröpfeln des Spätregens. So I'll give you again a test question now, Ich gebe euch hiermit jetzt nochmal eine Testfrage and I want everyone to answer. und ich möchte, dass hier jeder antwortet. So there are two options, Es gibt wieder zwei Optionen, yes and no, ja oder and nein. I'll mark again. Und ich werde wieder die Stimmen markieren. My question Meine Frage is the following statement correct? ist die folgende Aussage korrekt? Did on 9/11, Haben am 11. September, did on 9/11, haben am 11. okay, did on September, 9/11 the sprinkling of the latter rain start? hat am 11. September der Spätregen angefangen I'll zu ask Thomas tröpfeln. first. Und ich frage jetzt Yes Thomas or- zuerst. Ja oder nein? Okay, Thomas will answer us later again. Thomas We wird go uns später to antworten. Monica. Und wir gehen jetzt zu Monika.
The way I understand, yes. You say Die yes. Art und Weise, wie Did ich I get es that verstehe, correctly? ist ja, stimmt. Yes. Ja. So Monica gives us a yes. She says the vow is correct. Monika sagt uns, dass das Gelübde richtig ist. Deniska, Deniska, yes or no? No. ja oder nein? Nein. No. And Peter, Und Peter? No, No, když bylo zasazeno semínko, tak myslím, že i ten déšť je. Ale to je pozdní dešť. Tome, ptáš se na pozdní dešť, že jo? Ne. Neskorý, pozdní. like it says in the vow, basically I'm asking if the vows correctly. Also eigentlich frage ich, ob das Gelübde richtig ist oder nicht. Yes, the sprinkling of the latter rain. Ja, das Tröpfeln des Spätregens. What is Peter saying? Yes or no? The Peter Was from sagt Peter? Ja oder nein? Peterhof. Peter hoch? Je. No. Zimní déšť. Řekni ano, no. No. No? Er sagt nein. So, Peter Kovacic, what do you say? Peter No, Kovacic, was sagst du? ak to kropkanie znamená raný dážď, tak áno. So he goes for yes? Yes. Also sagt er ja? Áno. Ja. Ano. Er sagt ja. Radka? Radka? Taky říkám ano. Yes. Ano. Sie sagt ja. And Janka? Und Jana? Jana? Nejsem si jistá, ale myslím si ano. Ano? Okay. Ja. Thomas, it's on you now. Thomas, jetzt du. Everyone says yes, so you say no. Jeder sagt ja, also sagst du nein. Just tell me yes or no. Sag mir einfach ja No. oder nein. Nein. So, interesting. We're almost even with yes and no's. Also interessant, wir haben fast gleich viel ja wie nein. So let us now go and see what the Bible tells us, or inspiration. Let's go to inspiration. Lasst uns zur Inspiration gehen und schauen, was sie sagt. So in order to answer the question, yes or no, if the vow is correct, Um die Frage zu beantworten, ob das Gelübde richtig oder falsch ist, we should actually first go and understand the rain sollten wir zuerst hingehen und den Regen überhaupt verstehen. in order to decide, did the rain start at 9/11, yes or no? We need to understand what is actually the rain. Um zu verstehen, hat dieser Spätregen jetzt da angefangen oder nicht, müssen wir verstehen, was ist denn überhaupt dieser Regen? So Thomas was already in his answer trying to refer to it. Thomas hat in seiner Antwort bereits versucht, sich darauf zu beziehen. Talking about the rain, to what parable does it bring us?
Und wenn wir über den Regen sprechen, zu welchem Gleichnis bringt es uns? What do you think? Was denkt ihr? Radka, to what parable does the rain bring us? Radka, zu welchem Gleichnis bringt uns der Regen? Já vůbec nevím, ale jde ještě jakoby na učení, jde ještě no prostě pravda. Ale nevím, co to je za podobenství. Na učení, že to je déšť, že je na učení a pravda, ale že nevím, které je to podobenství. Okay, so Radka is referring to the symbol of rain. Radka bezieht sich auf das Symbol des Regens. And she will tell us now that the symbol of rain means a message. Und sie sagt, dass das Symbol des Regens eine Botschaft ist. You can go to the writings of Moses, if I'm remembering correctly. Ihr könnt zu den Schriften von Moses gehen, wenn ich mich richtig Where we erinnere, find the doctrine of God, his messages, wo wir die Lehren oder die Botschaften von Gott sehen können, compared to drops of rain. die verglichen werden mit Regentropfen. So that is correct. Das ist richtig, I've been looking for something a little bit different. aber ich habe nach etwas anderem Ausschau gehalten. So maybe Thomas can remind us of the parable the rain is bringing us to. Vielleicht kann Thomas uns an das Gleichnis erinnern, das uns zum Regen führt. Yes. So the rain, Yeah. the subject of the rain brings us to the parable of agriculture. Also das Thema oder der Regen bringt uns zum Gleichnis des Landwirtschaftsmodells. And this brings us to actually more than one parable in the New Testament. Und dies bringt uns zu mehr als nur einem Gleichnis im Neuen Testament, Where Christ is numerous times referring to the cycle of a plant to bring a spiritual lesson across. wo Christus mehrmals des Lebenszyklus einer Pflanze erwähnt, bis zum Kreuz. To wenn ich bring das richtig across a verstanden habe. spiritual lesson. Tut mir leid, eine geistliche Lehrstunde oder etwas So, Geistliches Here we beizubringen. have now the agriculture model. Also hier haben wir nun das Landwirtschaftsmodell. And we know the cycle of agriculture. Und wir kennen den Zyklus des You Landwirtschaftsmodells. plow the land, Zuerst pflügt man das Land, you plant something, du pflanzt etwas, this plant is growing, diese Pflanze wächst and at one point und zu einem you're Zeitpunkt harvesting that, what you've planted. erntest du diese Pflanze. But du everyone from gepflanzt us knows when you look to nature, Aber jeder von uns weiß, dass wenn man sich die Natur betrachtet, what does your plant need in order to grow? was braucht die Pflanze, um überhaupt zu wachsen? It needs rain.
Es braucht Regen. So when we see the rain, we see that it's closely connected to the agriculture model. Und wenn man den Regen sieht, dann sieht man, dass es stark verbunden ist mit dem Landwirtschaftsmodell. So the Bible talks about the early and the latter rain. Und die Bibel spricht über den Früh- und Spätregen. Why is there an early rain and why is there a latter rain? Wieso gibt es da einen Frühregen und einen Spätregen? And Ellen White would explain that to us. Ellen White erklärt uns dies. So Ellen White would explain to us why, when Christ uses the agriculture model, Ellen White würde uns erklären, dass wenn Christus das Landwirtschaftsmodell benutzt, that there's such a thing like an early rain and a latter rain. dass es da einen Frühregen, aber auch einen Spätregen gibt. And we need to factor in the culture in with, or the culture or the surroundings in which the prophet lived. Und wir müssen die Kultur oder die Umstände betrachten, in denen der Prophet gelebt hat. And so we need to consider the time of Christ and what early and latter rain meant for them. Also wir müssen die Zeit von Christus anschauen und was der Früh- und Spätregen für sie bedeutet hat. And Christ used their experience in real life to explain them something spiritually. Und Christus hat ihre Erfahrungen im echten Leben benutzt, um ihnen etwas Geistliches zu erklären. And I think I'm not saying anything new, I'm just reminding us. Und ich denke, ich sage jetzt hier nichts Neues, sondern ich erinnere euch That einfach, when you would plan something in that time, dass wenn man etwas in dieser Zeitperiode plant or in that region, let me say that region, oder in dieser Region, you would have the early rain, which would help the plant to start growing. hätte man den Frühregen, welches der Pflanze helfen würde, zu wachsen. And then the latter rain would help the crop to ripen before harvest. Und der Spätregen würde der Pflanze helfen, heranzureifen bevor der Ernte. There's I'm lacking the word now. It's not cultural, but there is the circumstances define the terms. Die Umstände definieren die Bedingungen sozusagen. So there is a quote from Ellen White. Da gibt es ein Zitat von Ellen White. I just posted it in the Zoom chat. Ich habe es gerade in Zoom-Chat gepostet. It's Last Day Events, LDE. Es ist LDE im Englischen. Page 183, paragraph 3. Seite 183, Paragraph 3. LDE 183, Paragraph 3 im Englischen. Perfect. So there it says, in that quote says, the the latter rain ripening the earth's harvest represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. Der Spätregen, der die Ernte der Erde zur Reife bringt, steht für die geistliche Gnade, die die Kirche auf das Kommen des Menschensohns vorbereitet. So Ellen White speaks a lot about the latter rain. Also Ellen White spricht viel über den Spätregen. But here she says the latter rain is ripening Earth's harvest. Aber hier sagt sie, dass der Spätregen heranreift oder die Ernte zur Reife bringt.
And what does ripening mean in that quote? Und was bedeutet heranreifen in diesem Zitat? It means it prepares the church for the coming of the Son of Man. Das bedeutet, dass es die Kirche auf das Kommen des Menschensohns vorbereitet. So here we see the latter rain is connected to ripening. Also hier sehen wir, dass der Spätregen verbunden ist mit dem Heranreifen. So let's draw it. This is the latter rain, the symbol for latter rain I'll use. Lasst es uns aufzeichnen, das ist das Symbol des Spätregens. It's connected to ripening. Es ist verbunden mit dem Heranreifen, The ripening of the plant. das Heranreifen der Pflanze. And that is connected with preparing. Und es ist verbunden mit der Vorbereitung For the second coming. für die zweite Wiederkunft. So that means it must be at the end of the world. Das bedeutet, dass es zum Ende der Welt. What does Ellen White say about the early rain? Was sagt denn ein Wald über den Frühregen? Same quote. Das gleiche Zitat. There she says, but unless the Exactly. former rain has fallen, there will be no life. Aber wenn der erste Regen nicht The gefallen green ist, wird blade es will kein not Leben spring geben. up. It's the second sentence in the quote. Das grüne Blatt wird nicht aufgehen. So when you have the quote, we read the first sentence about the latter rain, and then the Wenn man das second Zitat hat, sentence starts with, but unless the former rain has fallen, spricht es zuerst über den Spätregen und dann spricht es darüber, wenn der erste Regen nicht gefallen ist, there will be no life. The green blade will not spring up. wird es kein Leben geben, das grüne Blatt Unless the wird nicht aufgehen. early showers have done their work, the latter rain can bring no seed to perfection. Wenn der erste Regen nicht sein Werk getan hat, kann der zweite Regen keinen Samen zur Vollendung bringen. So again, Ellen White is very logical here. Also hier ist ein Weit wieder sehr logisch. She will say, it's logical, no seed or no plant can ripen Ein Weit sagt, kein Same kann heranreifen, unless a seed has been germinating. außer ein Same And she already stated that the latter wurde rain gesät. is for the ripening of a plant. Und sie hat gesagt, dass der Spätregen für das Heranreifen einer Pflanze verantwortlich ist. So therefore, the early rain has to come first, Und somit muss der Frühregen zuerst kommen and the early rain und der Frühregen is connected to bring life, to bring germination. ist verbunden That the blade can spring up. dass das Blatt aufgehen kann. That the blade or the seed can germinate. Dass der Same keimen kann. There's a better quote by Ellen White, but I might not be able to find it. Da gibt es noch ein besseres Zitat von Ellen White, aber vielleicht finde ich es jetzt auf die Schnelle nicht. I might find it till next time. Ich finde es vielleicht bis nächstes Mal. But it's very common, and Ellen White speaks about that the latter rain is for the ripening process.
Sehr bekannt, dass er im Wald eben im Reifungsprozess spricht, dass der Spätregen dafür zuständig ist. While the early rain is there for the beginning of the life of a plant. Während der Frühregen verantwortlich ist für den Anfang vom Leben einer So Pflanze. as soon as a plant has fruit, Also sobald eine Pflanze Früchte hat, until its harvest, bis zu seiner Ernte is the ripening process. ist der Reifungsprozess. So ripening takes place when you have a fruit, which is Das, das Heranreifen nimmt Platz oder findet statt, wenn man eine Frucht hat, die unreif ist. and the fruit ripens as long, or when a fruit has fully ripened, it will be harvested. Und wenn die Frucht voll ausgereift ist, dann wird sie geerntet. Therefore, we know as soon there is fruit on a Damit wissen plant, wir, dass es, sobald es eine Frucht auf der Pflanze gibt, that must be the latter rain. dass dies der Spätregen sein muss. And by the quote from last day events, Und im Zitat vom Last Day Events im Englischen we know that this is the end of the earth. wissen wir, dass dies So das this Ende process here der Erde ist. is the preparation for Christ's return. Also das ist die Vorbereitung für Christi Wiederkunft. That should leave us now with a question. Das sollte uns mit einer Frage zurücklassen. What should be now the obvious question? Was Peter sollte Kovacic. nun die offensichtliche Frage sein, Peter Kovacic? When we know where the end is, what should Wenn we wir ask wissen- ourselves? Wenn wir wissen, wo das Ende ist, was sollten wir uns denn fragen? Mhm. Mhm. Gdzie zaciepok? Where's the start? Wo ist denn der Anfang? So Thomas, where's the start? Thomas, wo ist der Anfang? No, from the early rain. The latter rain Nicht is vom the end. The Frühling, beginning is the early rain. So where's the start? Where's the beginning? Der Spätregen ist das Ende, der Frühregen ist der Beginn. Und wo ist der Anfang? No, the early rain. The latter rain is the end. Der The early Spätregen rain ist das is the Ende, beginning. der Now Frühregen why ist der tells us Anfang. the end is the end of the world. So we want to know where the beginning is. Und der Wald zeigt uns, dass der Spätregen das Ende der Welt ist. Und wo ist denn der Anfang? So Thomas just said the beginning of the early rain is at 9/11. Thomas hat gesagt, der Anfang des Frühregens ist der 11. September. So Radka, tell me if Thomas is right or wrong. Radka, sag mir nun, ob Thomas richtig oder falsch ist. Nemá pravdu, ne. He's wrong. Can you give falsch. me the right answer? Radka, kannst du mir die richtige Antwort geben? Pozdní dej začíná při nedělním zákonu. And where does the early rain begin? Wo beginnt denn der Frühregen? Jestli je skorý dážď jarní dešť, tak ten začíná při 9:11.
Okay, I move on to the next person. Okay, ich Deniska, gehe zur nächsten Person, Deniska. say was? Where's the beginning? Wo ist der Anfang? 9/11. Der 11. September. Monica, Monika. if she's there. Wenn sie da ist. So, are you talking about dispensation or about the whole world dispensation? You choose. Du wählst aus. So, if you're talking only about our line, Wenn I du agree über it's unsere Linie 9/11. And if you kannst du talk mit about the heute whole überein, world, it would dass be es der the time of September ist. disciples. Und wenn du über die ganze Linie sprichst, dann sage ich die Mám Zeit sa der preložiť? Jünger. Hear me, Tamina? Yes. Kannst du mich hören, Tamina? Ja. Že som hovorila, že keď by to bolo v našej epoche, tak súhlasím, že príde 9/11, a keď by to bolo akože celosvetová línia, tak je to vlastne za doby učeníkov. So what Monica was referring to is Also worauf Monika sich bezogen hat, ist das folgende. that it depends what line am I talking about Dass es darauf ankommt, and what über welche Linie ich dispensation am I. rede. In welcher Dispensation befinde ich mich denn? If you would follow me, Wenn ihr mir folgen würdet, you would see that I started at the very beginning, dann würdet ihr sehen, dass ich am Anfang angefangen habe. which means I'm starting with a thus saith the Lord. Welches bedeutet, dass ich angefangen habe mit einem So spricht der Herr. And in that sense, 9/11 would have been the wrong answer. Wäre der 11. September die falsche Antwort gewesen. But if I change the line and the dispensation, Aber wenn ich die Linie und die Dispensation ändere, we would, then 9/11 would be the correct answer. dann würde der 11. September die richtige Antwort sein. Elder Parminder is stressing the point Parminder versucht, den Punkt herüberzubringen, that we always need to have two principles in our mind. dass wir immer zwei Prinzipien in unserem Kopf haben müssen. Which are these two principles? Was sind diese zwei Punkte Thomas. oder Prinzipien? Thomas? So the two things we need to always keep in mind Also die zwei Dinge, die wir immer in unserem Kopf behalten müssen, is the principle of progression ist das Prinzip der Progression oder des Voranschreitens and the principle of repeat and enlarge. und das Prinzip von Wiederholen und Erweiterung. And what we're doing first now in the study Und was wir nun zuerst machen in diesem Studium, is that we're looking at the subject of the rain ist, dass wir uns das Thema des Regens betrachten, from a progressive perspective. und zwar von einer fortschreitenden Perspektive. And we could simply go to an Ellen White quote Und wir könnten ganz einfach zu einem Ellen White Zitat gehen and she will tell us when the early rain took place. und sie würde uns sagen, wann der Frühregen stattgefunden hat. This is what we will do now. Und das werden wir jetzt tun. I again post a quote in the chat. Ich habe jetzt wieder ein Zitat in den Gruppe gepostet. It's Acts of the Apostles, Das ist ab page Acts of the 54, Apostles, paragraph 2. Vers 54, Paragraph
2. 54 and 55 for later on. 54, Paragraph 2 und Do you have it, 55 Thomas? später. Hast du es bei dir, Thomas? Post es in die Gruppe. Mhm. Under the figure of the early and the latter rain that falls in eastern lands at seed time and harvest, the Hebrew prophet foretold the bestowment of spiritual grace in extraordinary measures upon God's church. Unter dem Bild des Früh- und Spätregens, der in den östlichen Ländern zur Zeit der Aussaat und der Ernte fällt, sagt die hebräischen Propheten die Verleihung geistlicher Gnade in außerordentlichem Maße an Gottes Kirche The voraus. outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the beginning of the early or former rain, and glorious was the result. Die Ausgießung des Geistes in den Tagen der Apostel war der Beginn des ersten oder letzten des Früh- oder Spätregens und das Ergebnis war herrlich. To the end of time, the presence of Spirit is to abide with the true church. Bis zum Ende der Zeit soll die Gegenwart des Geistes bei der wahren Kirche bleiben. Next paragraph, Der nächste Paragraph, which is page 55, paragraph 1. welches Seite 55, Paragraph 1 ist, ich poste wieder im Chat. Yeah. So in the paragraph just now, she is explaining the parable, and then she talks about the early rain. Zuerst erklärt sie das Gleichnis und dann spricht sie über den Frühregen. She talks that in eastern lands, at seed time and harvest, there are two types of rains for each season. Sie sagt, dass es für jede Season So Ellen White starts the quote, ein weitergehend mit dem Zitat, explaining that in eastern lands there are two seasons. und sagt, dass es im Osten zwei Where you plant, where you Jahreszeiten harvest. gibt. Einmal, wo man pflanzt und einmal, wo man erntet. And she explains that you have two rains for these respective seasons. Und man hat zwei Pflanzen für diese Jahreszeiten. And Hebrew prophets use that figure as a parable to say something spiritual. Und im Hebräer hat er das benutzt, It's etwas spiritual Geistliches zu sagen. grace, which is given to God's church. Also es ist geistliche Gnade, die Gottes Gemeinde gegeben wurde. And once she set up the scene now, Ellen White, Und wenn jetzt Ellen White die Szene she's going to hier explain it to beschreibt, us now. wird sie es uns erklären. And she's saying when the early rain is taking place. Und sie sagt uns hier, wann der Frühregen stattfindet. So, Radka, let me ask you again. Radka, lass mich dich nochmals fragen. When is the early rain taking place? At what Wann time? findet der Frühregen statt? Zu welcher Zeit? Tomáš, skoro je raný. Raný je 9:11. What did the quote we just read say? When would the early rain be poured out? Was hat das Zitat gerade gesagt, das wir gelesen haben? Wann würde der Frühregen ausgegossen Ellen White werden? doesn't say 9/11. Ellen White sagt hier nicht den 11. September. Thomas, does Radka have the quote in her language? Thomas, hat Radka das Zitat in ihrer Sprache?
That's okay. Can you post it in the group so she has it in front of her? Kannst du das bitte in die Gruppe posten, damit sie es vor sich hat? Sure. So perfect. Radka, you can have the quote now in front of you, and you can tell me where is the early rain taking place? What does Ellen White say? Also da hast du das Zitat vor dir und kannst sagen, wann White sagt, wann der Frühregen stattfindet. Raný déšť. Takže raný. Aha, to je v době sedby. Disciples? Yes. And when does Ellen White say was the seed planted? Wann sagt Ellen White, wann wurde der Same gepflanzt? Radka, do you have the quote in front of you? Radka, hast du das Zitat vor dir? Mám. Then look at the second last sentence. Dann schau dir der zweitletzte Satz an. What does Ellen White say? When is the outpouring of the Spirit taking place, the early rain or former rain? Wann findet das Ausgießen des Geistes oder des Frühregens statt? In what day? Vylití ducha v Welchen době Tagen? apoštolů bylo počátkem raného neboli dřívějšího deště. So when was it taking place? In Wann hat es stattgefunden? of whom? In welchen době Tagen? apoštolů. In die? Perfect. Perfekt. It's in the days of the apostles. Es ist in den Tagen der Apostel. So when we read Ellen White, Also wenn wir Ellen White lesen, she tells us when a seed is sown, that's when the early rain takes place. sagt uns, dass wenn der Same gesät wird, dann fängt der Frühregen an. So in the early rain, Also im Frühregen the germination, oder dort, wo es keimt. in the latter rain, you have the ripening of a plant. Also im Frühregen hat man die Keimung und im Spätregen hat man das And Ellen White Heranreifen is einer giving us Pflanze. dates. Und Ellen White gibt uns sogenannte Daten. She says this, the early rain starts with the apostles. Sie sagt, der Frühregen beginnt mit den Tagen der Apostel. And the ripening, the latter rain, will be the last generation. Und der Spätregen wird die letzte Generation sein. Because it's the last generation which will see Christ returning. Denn das ist die letzte Generation, die Christi Wiederkunft sehen wird. So I want us to keep in mind Ich möchte, dass wir in unserem Kopf
behalten, when we come and speak about rain, dass wenn wir kommen und über den Regen sprechen, we're right away in the agriculture model. dass wir dann direkt im Landwirtschaftsmodell uns And befinden. we can go to Ellen White and she will explain to us what is the early and what is the latter rain. Und wir können zu Ellen White gehen und erklären, was der Früh- und der Spätregen eigentlich ist. And she will give us the time periods when these certain rains will fall. Und sie wird uns die Zeitperioden geben, wo diese Regen fallen werden. And she's saying that the early rain or former rain started in the days of the apostles. Und sie sagt, dass der Frühregen anfängt in den Tagen der Apostel. That's when the Spirit of God was poured out. Das ist da, wo der Geist Gottes So Peter Kovacic, herunterkommt. at what event was the Spirit poured out in the days of the apostles? Peter Kovacic, wann wurde der Geist Gottes, What's the famous kam der date? Geist Gottes herunter in den Tagen der Apostel? Was ist dieses bekannte Datum? Ano. It's Pentecost, perfect. Es ist Pfingsten, perfekt. So it's Pentecost. Also Pfingsten. And let's read now the next quote, Und lass uns nun das nächste Zitat lesen, where she talks about the latter rain. wo sie über den Spätregen spricht. But near the close of earth's harvest, a special bestowment of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. Doch gegen Ende der irdischen Ernte wird eine besondere Ausgießung geistlicher Gnade verheißen, um die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohns vorzubereiten. Yes, the first sentence. Ja, der erste Satz. This outpouring of the Spirit is likened to the falling of the latter rain and is for this added power that Christians are to send their petitions to the Lord of the harvest in the time of the latter rain. Diese Ausgießung des Geistes wird mit dem Herabfallen des Spätregens verglichen, um diese zusätzliche Kraft sollen die Christen ihre Bitten an den Herrn der Ernte zu der Zeit des Spätregens richten. The latter rain will come at the end of time. Also der Spätregen wird zum Ende der Zeiten kommen. At the close of the earth. Am Ende der Weltgeschichte. And as good Adventists, und als gute Adventisten, what do you, where or what is the latter rain? What do we know? Was ist der Spätregen? Was wissen wir? Thomas, do you know what the latter rain is? Thomas, weißt du, was der Spätregen ist? I'll give you one hint. Ich gebe dir einen Hinweis. Ellen White talks about it in the Great Controversy. Ellen White spricht über ihn im großen Kampf. She connects the latter rain with something in the Great Controversy. Verbindet den Spätregen mit etwas im großen Kampf. And it's taking place at the end of the earth. Und es findet zum Ende der Erde statt. Ende der Welt. It's the last warning and a different word for last warning. Es ist die letzte Warnung und ein anderes Wort für die letzte Warnung. Not the midnight cry, but still a cry. Nicht der Mitternachtsruf, sondern It's aber the immer loud ein cry, Ruf. perfect. Es ist der laute Ruf, perfekt. So this is what I want us to take away today from this class. Etwas, was ich möchte, dass ihr mitnehmt von dieser Klasse. We want von to dieser understand Unterrichtsstunde. 9/11. Wir möchten den 11. September verstehen.
looked at what Vow 24 says about the about 9/11 and the latter rain. Wir haben uns Gelübde 24 angeschaut und was es über den Spätregen But we sagt. want to see and look at the entire package. Aber wir möchten uns das ganze Paket anschauen. So we go to the agriculture model and we look at rain. Also gehen wir zum Landwirtschaftsmodell und schauen uns Regen an. And we go first to Ellen White and we are trying to understand what she says the former and the latter rain are. Und wir gehen zuerst zu Ellen White und sehen, was sie sagt, was der Früh- und der Spätregen sind. The early rain has to come first. Der Frühregen muss zuerst kommen. And it helps a plant to germinate. Und es hilft einer Pflanze zu keimen. And the latter rain comes second. Und der Spätregen kommt als zweites. And its purpose is for ripening the harvest. Und sein Zweck ist es, die Pflanze heranzureifen zu lassen für die Ernte. And now Ellen White will do the same as did the Hebrew prophets. Und jetzt wird Ellen White das gleiche tun wie mit den hebräischen Propheten. And she will try to explain to us now this parable. Und sie wird uns versuchen, dieses Gleichnis nun zu erklären. And she says that the latter rain is a special outpouring of the Spirit of God. Und sie sagt, dass der Spätregen ein spezielles Ausgießen des And she's Geistes telling Gottes us ist. even when it takes place. Und sie sagt uns sogar, wann dies stattfindet. So she says it's at the beginning. The Also- early rain is at the beginning. Sie sagt, dass der Frühregen am Anfang ist, In the days of the apostle, in den Tagen der Apostel, not 9/11. nicht am 11. September. And the latter rain will take place at the end of the Earth's history. Und der Spätregen wird stattfinden zum Ende der Weltgeschichte. And from the great controversy, we know that it will take place, or that the latter rain is a loud cry. Und wir wissen vom großen Kampf, dass der Spätregen der laute Ruf ist. And based upon the great controversy, Und when basierend auf dem großen when Kampf, does the loud cry take place? wann findet der laute Ruf statt? Radka, when does the loud cry take place? Radka, wann findet der laute Ruf statt? When we read the great controversy. Wenn wir den großen Kampf lesen. Nevím. Okay, you don't know? Weiß es nicht? Deniska, Okay. when does the loud cry take place? Deniska, wann findet der laute Ruf statt? U nedělního zákona. It comes after the Sunday law. Es kommt nach dem Sonntagsgesetz. So we see that at the Sunday law, the loud cry or this cry will swell into a loud cry. Also wir sehen, dass nach dem Sonntagsgesetz der Ruf in einen lauten Ruf verwandelt werden wird. So the reason why I'm trying to bring us back and zoom out to look at a progressive line Der Grund, wieso dass ich zurückgehe und will, dass wir herauszoomen und die prophetische Linie anschauen, is to help us to get a more complete picture. ist uns zu helfen, dass wir ein vollständigeres Bild bekommen And to practice to keep the principle of progressiveness and repeat and enlarge both at the same time in our head.
Und dass wir das Prinzip des Voranschreitens und der Wiederholung und Erweiterung zur gleichen Zeit in unserem Kopf haben. Because we're prophetic adults. Denn wir sind prophetische Erwachsene, We're teachers, wir sind Lehrer, which means we are the ones to teach Adventism. welches bedeutet, dass wir dem Adventismus And the lehren problem of sollten. Adventism is Und das Problem mit dem Adventismus they ist, read Ellen White. sie lesen Ellen White. And if you come up and say the early rain was at 9/11, Und wenn du aufkommst und sagst, dass der Frühregen am 11. September war, what will faithful Adventist believing Ellen White person do? was wird dann ein gläubiger Adventist, der an Ellen White glaubt, tun? This person will tell you, you're not according to the spirit of prophecy. Diese Person wird dir sagen, du bist nicht gemäß dem Geist der Weissagung. Spirit of prophecy, inspiration. Du bist nicht gemäß der Inspiration. Because there's a thus saith the Lord saying that the early rain is in the time of the apostles. Denn da gibt es ein So spricht der Herr, wo es sagt, dass der Frühregen während der Zeit der Apostel stattfindet. So for us, it's good to remember the progressive line, the big picture, Also für uns ist es gut, diese progressive Linie im Kopf zu haben, das große Bild, and understand how we come to repeat and enlarge und zu verstehen, wie wir erweitern, where we can wiederholen und erweitern, understand how we can see rain at 9/11. wo wir verstehen können, wie wir den Regen am 11. September sehen können. Because in the line of Ellen White, the progressive line, Denn in der Linie von Ellen White, der fortschrittenden Linie, there's no 9/11 in there. gibt es keinen 11. September da. It's from the Sunday law onward is when the latter rain falls. Es ist vom Sonntagsgesetz und vorwärts, wo der Spätregen fällt. And how we can bring rain to 9/11, how we can see that, Und wie wir den Regen zum 11. September bringen können, wie wir das sehen können. and is it the early rain or is it the Is it- latter rain, like the vow says? Ist es der Frühregen oder der Spätregen, wie es das Taufgelübde sagt? That's what we will talk about next time. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Let's close with a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet abschließen. Lord, we thank you for the Sabbath day, Herr, wir danken dir für diesen Sabbattag and we thank you that we can understand and learn about the rain. und wir danken dir, dass wir über den Regen mehr lernen können. Lord, you have told us that no one will receive the latter rain Herr, du hast uns gesagt, dass niemand den Spätregen erhalten wird, who still has sin in their life. der immer noch Sünde in ihrem Leben hat. Lord, we're so close to this outpouring of your spirit. Herr, wir sind so nahe zum Ausgießen deines Geistes We ask you that we are willing to do the necessary preparation, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, die notwendige Vorbereitung zu machen, that we can receive that refreshing dass wir diese Erquickung erhalten können and be part among the number of the 144,000. und dass wir ein Teil der 144.000 sein können. In Jesus' name, we put everything in your hands. In Jesu Namen legen wir alles in deine Hände. Amen. Amen.